Die Angst macht uns oft zu schaffen. Sei es die Angst vor dem Versagen bei der bald anstehenden Prüfung, sei es die Angst vor dem Erfolg oder sei es sogar die Angst vor der Angst, die mir ja eventuell mal wieder meine sonstigen sicheren Gefühle vertreiben könnte. Jeder von uns hat in seinem Leben Angst erlebt. Sie kann ein echter Stolperstein sein, der uns davon abhält, wirklich erfolgreich zu werden. Die Angst kann uns aber nicht ewig zurückhalten, wenn wir sie nicht länger gewähren lassen. Hi zusammen, ich bin Martin Gärtler von ForschenLernen.jetzt und will euch mit diesem Erzählvideo ein paar Infos und Gedanken zum immer wieder bohrenden Thema Prüfungsangst mitgeben. Es folgen nun mehr oder weniger Versatzstücke, die nicht unbedingt als solche bereits hinreichen, um die Prüfungsangst zu verlieren. Aber in der Gesamtschau werden sich Aspekte ergeben, die euch je nach eigener Art und Prägung mehr oder weniger hilfreiche Anstöße geben werden. Situativ können die in diesem Video vorgestellten Ideen und Anregungen euch bestimmt immer mal wieder schnelle Hilfe leisten. In einem weiteren Erzählvideo werde ich euch außerdem ein strategisches Instrument vorstellen, mit dem ihr wie bei einem Depotmedikament eine länger anhaltende Verringerung eurer Prüfungsängste erreichen könnt. Jetzt also erst einmal die 9 Ideen für Situationen, bei denen wir gern einen Angstvertreiber aktivieren möchten. Sie ist ein leidiges Thema, das viele von euch beschäftigt, die Angst vor einer anstehenden Prüfung, gar vor der Abschlussprüfung. Klausuren sind für viele übrigens die größten Angstmacher, weil da alles von der Tagesform abhängt. Aber auch schriftliche Einreichungen und mündliche Präsentationen sind für manche eine kritische Herausforderung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Angst vor der Prüfung zu überwinden. Darüber will ich jetzt gern mit euch nachdenken. Nehmt euch dafür etwas Zeit, legt alle Ablenkungen beiseite und kommt mit ins Nachdenken über unseren Umgang mit der Angst vor Präsentationen und Prüfungssituationen. Mein erster Tipp lautet, Realität und deren Wahrnehmung voneinander zu trennen. In der Kommunikationswissenschaft ist das ein wichtiges Thema. Ich habe bereits seit vielen Jahren Seminare zu der Frage nach dem Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität gehalten. In Bachelor- und Masterkursen sowie in der Utrechter Graduate School, wo Doktoranden für ihre Untersuchungsvorhaben auch solchen Input zur Reflexion ihres eigenen Forschens erhalten. Mein knappes Fazit dazu. Wir konstruieren uns selbst unsere Wirklichkeit aus dem, was wir von der Realität um uns herum wahrnehmen. Und wir tun das in der Weise, wie unsere Wahrnehmung durch Menschen und Medien und Vertrauen und Misstrauen und so weiter gestaltet wird. Über die Realität an sich, die ja überwiegend außerhalb von uns stattfindet, können wir lediglich sagen, wie wir sie als unsere Wirklichkeit wahrnehmen. Dies sind Positionen des sogenannten radikalen Konstruktivismus. Siehe dazu auch die entsprechenden Abschnitte im ersten Kapitel meines Buches Forschen lernen. Für uns ist die Welt so, wie wir sie selbst sehen, wie wir sie selbst sehen können, sie selbst sehen wollen. Ein bekanntes Beispiel. 2 Menschen stehen einander gegenüber und schauen auf den Boden. Dort steht eine Zahl geschrieben. Der eine sagt, ganz klar, das ist eine 9. Der andere sagt, ich sehe aber eine 6. Wer hat recht? Offenbar der Blickwinkel. Wie könnte man nun Realität und deren Wahrnehmung voneinander trennen? Fragen wir uns stets, was tatsächlich los ist. Nicht nur in unserer eigenen Wahrnehmung. Dazu ist es oft hilfreich, die Sicht von Dritten einzubeziehen. Und so können wir dann unterschiedliche Sichten und somit die aus diesen Sichtweisen formulierten Fakten beschreiben und sie sozusagen über die eigenen Gefühle stellen. Ja, Prüfungsangst? Nun, dieser Begriff an sich lädt schon direkt dazu ein, Realität, die außerhalb von uns, und unsere Wahrnehmung, unsere selbst konstruierte Wirklichkeit getrennt zu sehen. Dann macht mir nicht mehr die anstehende Prüfung Angst, Realität,
sondern ich mache mir die Angst selbst, meine Wirklichkeit. Mein zweiter Tipp ist, den Auslöser identifizieren. Finde heraus, was in einer Situation der Auslöser für deine Reaktion ist. Dabei meine ich nicht nur Reaktionen des Entsetzens oder der Wut oder eben der Angst. Auch Begeisterung für jemanden gründet oft auf Wahrnehmungen, an denen man beharrlich festhält. Wenn wir lernen, stets den Auslöser unserer aufkommenden Gefühle zu identifizieren, werden wir lernen, ihn zu relativieren. Ja, dieses Erleben jener Situation löst bei mir Angst aus. Womöglich erlebe ich Angst sogar aufgrund dessen, was ich mir selbst zusammenbaue. Dieses ausfindig zu machen und sich selbst in einem klaren Satz beschreiben zu können, ist ein gutes Zeichen. Dann beginnt jemand eine untersuchende, wissenschaftliche Haltung einzuüben. Ihr habt Prüfungsangst? Was genau könnte der Auslöser dieses Gefühls sein? Mein dritter Tipp: Herausfinden, wo die Angst im Körper Raum greift. Oftmals nimmt eine Angst körperlich überhand. Sie wirkt sich auf verschiedene Menschen in unterschiedlicher Weise aus. Wie ist das bei euch? Wo klopft sie in euch an? Bei welchen Muskeln und Organen? Findet heraus, ob bzw. wie sie sich auf den Körper auswirkt. Und kümmert euch dann um euren Körper. Zum Beispiel, wenn ihr Angst durch Verspannungen in eurem Rücken spürt, könnt ihr mit Hilfe von Dehnungen, Faszienrollen und so weiter lernen, den Schmerz zu vermeiden. Oder wenn ihr starkes Herzklopfen, Kreislaufprobleme oder Durchfall spürt, dann wisst ihr, wo die Angst in euch Raum greift. Ihr habt Prüfungsangst? Wo zeigt euch der Körper den Weg, sie zu mindern und wie? Auf welche Weise? Ein guter Anlass für eine Recherche. Mein vierter Tipp: auf die innere Stimme hören. Was wir da immer so im Kopf erörtern, bezieht sich meist auf eine Wahlmöglichkeit, etwa zwischen für und wider oder zwischen Interesse und Nichtinteresse. Unsere inneren Unterhaltungen gehen dabei aber nicht extrem vor, auch wenn Emotionen und Gefühle uns bewegen, sondern eher abwägend. Dieser abwägende Modus ist freundlich für uns selbst. Was ich zu einem Freund nicht sagen würde, sage ich auch nicht zu mir selbst. Sprich positiv zu dir selbst und erinnere dich dabei auch an deine Stärken. Ihr habt Prüfungsangst. Geh in den inneren Dialog. Kläre das drinnen, allein durch freundliche, ermunternde Worte. Auf die innere Stimme hören. Mein fünfter Tipp: eine neue Assoziation schaffen. Erinnern wir uns daran, dass das Gefühl der Angst und der Moment des Ängstlichseins vorübergehen werden. Wie oft haben wir es doch schon erlebt, dass sich die Erde nicht aufgetan und uns in einem schwarzen Loch oder Höllenfeuer verschlungen hat. Und das tut sie auch wirklich nie. Solche schnellen Bewusstmachungen können uns eine Menge von der Angst nehmen. Konzentriere dich auf den positiven Ausgang der Situation, in der du gerade Angst bekommst, und nicht auf das Beängstigende dazwischen. Ihr habt Prüfungsangst? Stellt euch schon einmal die Gratulation vor und die Abschlussfeier. Neue Assoziationen schaffen.
Mein 6. Tipp: Dankbarkeit täglich üben. Zählt jeden Tag 1 bis 3 Dinge auf, für die ihr gerade dankbar seid oder zumindest gerade dankbar sein könntet. Es spielt keine Rolle, wie groß oder klein die Dinge oder Erlebnisse sind. Dankbarkeit hilft, den eigenen Geist in ein positives Licht zu rücken, das helfen wird, mit der Zeit die Angst zu überwinden. Ihr kennt das aus dem Studium. Man sitzt in der Klausur oder muss gleich die Abschlussarbeit vor den Prüfern verteidigen. Da geht einem schon die Düse, wie wir das so sagen. So erlebte auch ich es. Kurz vor der mündlichen öffentlichen Defensio, also Verteidigung meiner Doktorarbeit, in der großen Aula der Universität Nimwegen, bekam auch ich einen Moment lang weiche Knie. Da zogen einige Opponenten mit ein, die ich noch gar nicht kannte, aber auch sie mich nicht. Wie werden die hinterher über mich urteilen? Ich schaltete einfach um von der Unruhe und Angst auf Dankbarkeit. Toll, da sind 10 Leute gekommen, die meine Arbeit bereits durchgesehen haben und nun mir Fragen stellen werden. Ich darf gleich meine Untersuchung verteidigen und da sie allein von mir stammt, wird das auch gelingen. Schon stand ich innerlich wieder fest auf den Beinen. Gute Prüfer nehmen übrigens ihren Kandidaten bei solchen Prüfungsformen stets dadurch einen Großteil der Angst, indem sie erst einmal für das Eingereichte ausführlich loben. Da haben sie spannende Ergebnisse erzielt. Hohe Praxisrelevanz, interessante Vorgehensweise, mit guten Quellen gearbeitet. Und am Ende dann der Applaus: geschafft. Es tut übrigens gut, einfach schon mal während der Prüfung dankbar zu denken. So weit bin ich ja schon gekommen. Und na klar, gleich ist es doch geschafft. Ihr habt Prüfungsangst. Denkt an meine Geschichte, die ich euch hier offengelegt habe. Dankbarkeit können wir täglich üben. Mein 7. Tipp: Das Glas als halb voll betrachten. Unsere Wahrnehmung ist sehr mächtig und die Art und Weise, wie wir uns in unserer Situation fühlen, bestimmt, wie wir reagieren. Wenn wir positiv denken, haben wir viel bessere Chancen auf Erfolg. Das geht nicht von heute auf morgen. Am besten üben wir mit nur einem Gedanken. Welchen negativen, ängstlichen Gedanken habt ihr immer wieder? Arbeitet daran, diesen einen Gedanken umzukehren. Mit der Zeit wird dies für euch zur Gewohnheit werden. Ihr habt Prüfungsangst. Dann denkt an das halbvolle Glas. Wenn euch halb voll zu wenig ist, so ist das euer hausgemachter Stress. Denkt ihr positiv, könnt ihr euch auch bei einem noch weniger gefüllten Glas sagen: Es ist noch was drin, ich verdurste also nicht. Mein 8. Tipp: gut durchatmen. Die Atmung hilft, unseren Körper zu zentrieren. Daher ist es wichtig, mit passend starker Atmung den Körper zu stabilisieren, wenn gerade wieder eine Angst um sich greifen will. Wir könnten, wenn wir mal wieder Angst haben, einfach nur 5 tiefe, lange Atemzüge zu einem beliebigen Zeitpunkt nehmen, um uns zu beruhigen und zu zentrieren. Am besten beginnt ihr euren Tag mit einer solchen Übung. Aber ihr könnt sie natürlich auch öfter machen. Ihr habt Prüfungsangst? Gerade die Atemübung kann euch dann helfen, vor allem wenn ihr sie in der Vorbereitungszeit oft absolviert und als wirksam erfahren habt. Denn eure Psyche hat sich wegen des erfolgreichen Übens gemerkt, dass das hilft. Ein tiefer Atemzug bei der Prüfung und die Wirkung wird eintreffen. Mein 9. und letzter Tipp in diesem Erzählvideo: einen sicheren Raum schaffen. Wenn wir uns sicher und geborgen fühlen, gibt es keinen Raum für Angst. So können uns Orte und Räume gut helfen, uns wohlzufühlen. Sucht euch einen sicheren Ort,
an den ihr euch zurückziehen könnt, wenn ihr euch ängstlich und unwohl fühlt. Egal, ob es sich dabei um einen realen Ort wie euer Schlafzimmer oder um einen Ort in euren Gedanken und Erinnerungen wie den Strand vom letzten Urlaub handelt. Dieses Gefühl der Geborgenheit wird euch beruhigen und euch erlauben, sich eurer Angst zu stellen. Ihr habt Prüfungsangst. Zieht euch in der Situation der Prüfung gedanklich kurz an den Ort zurück, den ihr schon bei der Vorbereitungszeit als sicheren Raum erlebt hattet. Wenige Sekunden solcher Imagination sollten helfen. So, das war's für dieses Mal. Bedenkt bitte, dass dies nur 9 Handlungs- und Einstellungsmöglichkeiten gewesen sind, die nicht alle bei jedem gleichermaßen funktionieren werden. Aber es ist dennoch ein guter Anfang. Integriert diese Techniken in eure Studienphasen und Prüfungsphasen und lasst euch damit nicht mehr von der Prüfungsangst davon abhalten, eure Ziele und euer höchstes Potenzial zu erreichen. Gutes Gelingen. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, freue ich mich über einen Like und ein Abonnement meines Kanals. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar zu diesem Erzählvideo. Dankeschön, auf bald.